Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute kommen wir mal zu einem sehr heiklen Thema, was ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift des Videos hier gesehen habt, ist seit 13 Jahren, wo jetzt Shakes and Fidget draußen ist, kommt es jetzt in nächster Zeit, ein genauer Termin ist noch nicht bekannt, dazu, dass es zum allerersten Mal zur Erhöhung der Preise von der Ingame-Währung geht. Ja? Also die Pilze werden unterm Strich teurer für das, was man quasi bekommt. So, das ist jetzt erstmal die Kernaussage und das trifft natürlich wie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich kann euch beruhigen, bevor wir genau weiter ins Detail gehen, wieso, weshalb, warum. Ihr könnt die Pilze nach wie vor immer noch zum selben Preis später kaufen, wie sie jetzt halt eben auch verfügbar sind. Und das Ganze möchte ich euch mal erklären. Es ist natürlich erstmal sehr erschreckend, sag ich mal, wenn man jetzt so hört, vor allen Dingen in Anbetracht der Vergangenheit kann man natürlich auch die Meinung komplett nachvollziehen, wenn jemand sagt, boah, ey, für diese schlechte Server-Performance die letzten Monate, fast Jahre, soll ich jetzt noch mehr Geld für meine Pilze bezahlen, die werden einfach noch teurer. Für das, was mir geboten wird, soll ich jetzt noch mehr den in den Rachen schieben sozusagen. Das kann man, denke ich mal, gut nachvollziehen, diese Einstellung so. Und ich denke mal, das ist dem bei Playa auch bekannt, dass sie sich jetzt halt aufgrund vieler Serverfehler, vieler Bugs, die letzten Monate aufgetreten sind, jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. So, und dafür noch mehr zu verlangen, ist natürlich schon so eine Ansage. Aber es ist jetzt nicht speziell Playa selbst, die mehr Geld für die Pilze, für die Echtgeldwährung verlangen. Aber da kommen wir jetzt mal gleich drauf zu sprechen. Zuallererst gucken wir erstmal ins Forum rein, denn dort ist das Ganze nochmal geschildert. Das Thema, welches wir heute ansprechen, dürfte für den einen oder anderen überraschend kommen. Wir werden seit 13 Jahren in der Geschichte von Shakes and Fidget die Preise erhöhen, abgesehen von Anpassungen aufgrund von schwankenden Devisenkursen. Bevor ihr euch darüber aufregt, dass Preise während einer Inflation erhöht werden, lest euch bitte die gesamte Producer Note durch, um unsere Motivation zu verstehen und zu erfahren, warum das nicht zwangsläufig bedeutet, dass ihr mehr für eure Einkäufe zahlen müsst. So, also da wird es jetzt auch nochmal beschrieben. So, ne? Welche Preise werden erhöht und warum? Wir werden die Preise in den mobilen Apps Android und iOS als auch in Steam erhöhen. In der Vergangenheit hatten alle drei Plattformen unterschiedliche Preispunkte, diese werden nun angeglichen. Die Preissteigerungen sind notwendig, weil sich die Firmenstruktur verändert hat. Von einem kleinen Entwicklerstudio mit gerade mal 7 Mitarbeitern ist die Teamgröße über die letzten 2 Jahre auf 35 Angestellte gewachsen. Damit stellen wir sicher, dass Shakes and Fidget auch zukünftig weiterentwickelt werden kann. Zusätzlich erlaubt es uns, an neuen Produkten zu arbeiten und das Portfolio von Playa Games zu diversifizieren. Dadurch sind in erster Linie die Gehaltskosten gestiegen. Und was sind die guten Nachrichten? Obwohl die Preise erhöht werden, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ihr mehr bezahlen müsst als vorher oder als zuvor. Mit der Einführung des Webshops haben wir eine Möglichkeit gefunden, euch unsere Pilzpakete zu unveränderten Preisen außerhalb des Spiels anbieten zu können. Zusätzlich zum Webshop werden wir ein Community-Portal aufbauen. Dies soll ein Anziehungspunkt für die Community werden, wo man interessante Informationen rund um das Spiel finden könnte und eine weitere Option bieten soll, wo ihr euch Pilze oder spezielle Angebote sichern könnt. Natürlich wird es dort auch von Zeit zu Zeit Sonderangebote geben. So, und hier ist halt eben, da hatte ich ja schon mal drauf aufmerksam gemacht, die neue Seite von Shakes and Fidget, ne, dieser Community-Shop, der eingeführt wird. Und was heißt das unterm Strich? Die mobilen Apps, sowas wie bei Android und iOS als auch bei Steam, werden erhöht. Womit hängt das zusammen? Naja, vielleicht werdet ihr bestimmt hier und da mal davon gehört haben, dass wir uns momentan jetzt gerade nicht in einem sehr
sagen wir mal, finanziellen Hochphase befinden. So, ne? Also es passiert ziemlich viel in der Welt, wodurch wir alle merken, dass halt die Preise auch erhöht werden. So, ne? Ich will das Ganze hier nicht rechtfertigen, so für Player Games, ich will es euch nur erklären. Ja? Es hat ja auch nichts jetzt damit zu tun, dass ich gesponsert bin oder so. Das ist einfach nur eine Erklärung, warum, wieso, weshalb. Andere Entwicklerstudios bzw. andere Apps haben auch schon eine Preiserhöhung nach sich gezogen, zum Beispiel Supercell mit Clash of Clans als Beispiel wird bestimmt den meisten von euch ein Begriff sein. Dort wurden für die Ingame-Währung auch die Preise angehoben. Das hängt halt einfach mit den Unkosten zusammen, die halt jetzt entstehen durch Weltkrisen jetzt, sag ich mal. Und es werden dort auch die Steam-Preise und Android und auch iOS erhöht. Also von den 3 Anbietern wird sowieso von außerhalb quasi, werden dort die Preise erhöht. So, ne? Das ist, wie gesagt, bei anderen Apps schon bemerkbar geworden, dass die sich so um 20% steigern, die ganzen Ingame-Käufe. Ne? Das liegt jetzt nicht so speziell an Playa, sondern eher an den Apps beziehungsweise an den Play Stores oder keine Ahnung, ne, von den Anbietern außerhalb, dass halt eben dort gesagt wird, jo, wir erhöhen jetzt hier die Preise und deswegen werden die Preise halt auch eben in-game angepasst. Ne? Und das Gute ist aber, dass halt eben, Player Games so versuchen möchte, das Ganze irgendwie zu umgehen, beziehungsweise versuchen möchte, für uns die aktuellen Preise halten zu können. Das ist gar nicht mal so einfach heutzutage, weil wie gesagt, andere Entwicklerstudios, andere App-Hersteller, andere große App-Hersteller mussten alle auch die Preise für ihre Ingame-Käufe deutlich anheben. Und das ist halt eben hier jetzt auch der Fall. Man merkt es halt eben durch die App-Käufe und halt eben auch bei Steam, dass halt eben da wahrscheinlich das um keine Ahnung wie viel, aber ich gehe mal von aus, vielleicht um 20%, weil es überall anders auch so ungefähr erhöht worden ist, dass es dort auch zu solchen Preiserhöhungen kommen wird. So, das Gute ist jetzt aber, dass halt eben Shakes & Fidget versucht über diesen Shop, den jetzt die meisten von euch kennen sollten, die Preise halt eben zu halten. Das heißt also im Umkehrschluss, dass wenn ihr die Pilze zu gleichen Preisen wie vorher kaufen wollt, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze nicht mehr über die App aufzuladen oder über Steam Guthaben oder irgendwo, Android und iOS, sondern halt wirklich die beste Anlaufstelle zum Pilze-Aufladen eben dieser Webshop von Shakes & Fidget ist, wo ihr halt eben die Pilze zum gleichen Preis wie vorher bekommt und woanders müsstet ihr wahrscheinlich 20% draufzahlen. Da müsstet ihr dann wahrscheinlich für 3000 Pilze 120 € oder so zahlen. Das ist durchaus nicht unrealistisch. So, umso besser ist es natürlich, dass Player Games versucht, halt eben hier für die Community die gleichen Preise aufrechtzuerhalten und sich dadurch so ein bisschen, sag ich mal, unabhängig mit diesem Shop halt eben zu machen. So, dass die jetzt nicht speziell immer so an die App-Käufe und sowas gebunden sind, auch wenn da wahrscheinlich auch die ein oder andere Mark immer reinflutschen wird, wird jetzt wahrscheinlich die nächste große Anlaufstelle eben dieser Shop werden und deswegen denke ich mal auch, nicht nur, dass das halt auch alles general überholt werden sollte, so wie zum Beispiel das Forum und so, was ja schon elendig alt ist. Hier vom Design her ist das ja auch, jetzt sage ich mal, nicht mehr wirklich ansprechend so. Wird halt eben in Zukunft dieser Shakes & Fidget Webseite hier die neue Anlaufstelle für alle möglichen Sachen. Ja, wie zum Beispiel halt eben die neuesten News, irgendwelche Updates, was passiert in der Community, aber halt auch eben, wenn es irgendwelche Angebote, irgendwelche Spezialangebote gibt, wird das hier erscheinen. Als auch, man sieht hier halt eben, Platz für neue Reiter ist hier oben mehr als genug, Und deswegen gehe ich mal von aus, wird das halt eben wirklich eine sehr detaillierte, groß aufgezogene Seite werden, wo man seinen Account halt eben einlesen kann, was halt eben mit eurer Charakter-ID, die ihr halt eben in-game bekommen habt, unter Post und wichtige Informationen, findet ihr halt eben genau diese ID, die ihr dann halt eben hier einlesen könnt, um halt eben euren Account auf dieser Seite zu verifizieren.
Und in Zukunft sieht man, ja, ich weiß nicht, ich lasse es auf mich zukommen, was man da so sieht. Wahrscheinlich noch mehr Details über den eigenen Account. Momentan sieht man nicht viel, man sieht auf welchen Server, man sieht wie viele Pilze, welches Level man hat, glaube ich war das, ne? Und mehr aber noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, das wird noch sehr viel detaillierter werden. Genauso wie andere Reiter, die hier oben noch Platz finden, wie zum Beispiel würde ich mir auch wünschen, einen Merchandise-Shop oder sowas, wo man sich so eine kleine Sachen kaufen kann. Das ist ja was, ne, was wir schon behandelt hatten, als dieser Shop aufkam, ne? Und ja, unterm Strich heißt es, durch die Weltwirtschaftskrisen, die momentan herrschen, werden überall die Preise teurer. So halt eben auch in solchen Spielen wie Shakes and Fidget, aber halt auch wie in Clash of Clans. Da haben die schon lange die Preise angezogen und Shakes and Fidget ist hier wirklich noch relativ, ja, sag ich mal, lange so dabei gewesen, dass sie eben halt lange ihre Preise noch so gehalten haben. Jetzt kommt es halt eben dazu, dass es, ich sag mal in Anführungszeichen, nur in den Apps und in Steam teurer wird, halt eben durch äußere Faktoren gezwungenermaßen, aber halt eben über den Webshop. Playa Games versucht die Preise für die Kunden, also für uns halt eben noch gleich zu halten. Und ich denke mal, das ist dann schon eine ganz coole Aktion. Kommt genau zur richtigen Zeit, der Shop. Ne? Wie gesagt, nicht nur, dass das alles general überholt werden sollte, aber auch, dass es eine Sammelstelle für alle möglichen Sachen von Shakes and Fidget gibt, als halt auch eben, dass man halt eben hier eine Möglichkeit hat, die Preise halt eben auch noch so zu halten. Ne? Ja, Leute, das ist so die neueste Information. Ich bin gespannt, wie das läuft, weil wir haben hier jetzt ja über Mobile-Apps und Steam, ne, haben wir jetzt gesprochen, dass hier die Preise erhöht werden. Wie es aussieht in der Browser-Version, kann ich euch noch nicht ganz genau sagen, aber ich gehe mal von aus, hier wird das wahrscheinlich auch angepasst werden. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, kann sein, muss aber nicht. Aber es sieht ganz danach aus, als ob dieser Shop, dieser Shakes and Fidget Web, halt eben für alle neuen Käufe wahrscheinlich die bessere Alternative ist. So, ne? Ja, das wollte ich euch nur mal mitteilen. Die erste Preiserhöhung seit 13 Jahren Shakes and Fidget. Und natürlich wird da halt auch eben noch mehr das, wie schon in der Producer Notes geschrieben, die neuen Stellen finanziert, beziehungsweise auch das Gehalt, was halt eben auch zwangsläufig überall hier und da ein bisschen angeglichen wurde, halt eben zum Vergleich zur Inflation hier in Deutschland. Ne? Jo, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen aufklären jetzt mit der ganzen Sache und auch ein bisschen zeigen, es liegt vielleicht nicht nur zu 100% an SF selbst so, ne, sondern halt auch eben an den Umständen, die momentan herrschen. Und das war es soweit von mir. Schreibt gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Und das war es soweit. Haut rein und bis zum nächsten Mal.